Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute ist mal alles ganz dunkel. Im Dunkeln sehen aber unsere Augen nicht. Und was kann uns da helfen? Ja, das ist tatsächlich ein Nachtsichtgerät und ich habe da wirklich gar keine Erfahrung mit. Habe aber jetzt ein Nachtsichtgerät bekommen, das Akaso Seymour 200, um mir das mal anzuschauen, und ich bin wirklich extrem gespannt, was danach herauskommt, wie das Ding funktioniert und was es wirklich leisten kann. Wir gucken uns das ganze Paket einmal zusammen an. So, erstmal ein Blick auf die Verpackung. Also Akaso Seymour 200, so heißt das Gerät. Es ist ein Nachtsichtgerät, welches mit vollfarbigem Display und vollfarbiger Aufnahme daherkommt. Das ist natürlich etwas Außergewöhnliches und das wollen wir uns nachher auch mal angucken. Das Ganze wird realisiert mit AI bzw. KI. Ihr könnt bis zu 500 Meter weit sehen. Wir haben 4K und 2K Auflösungsmöglichkeiten. 4 Stunden können wir es mit einem Akku nutzen. Ihr bekommt 2 Akkus, sprich theoretisch haben wir eine Gesamtlaufzeit von 8 Stunden. Auch das habe ich mir angeguckt, später dazu mehr. Hier nochmal die Produktbezeichnung genau und jetzt packen wir das Ding einmal aus. Ja, wie gesagt, ich habe tatsächlich nicht viel Ahnung von Nachtsichtgeräten, fand aber super spannend, dass wir halt hier ein smartes Nachtsichtgerät haben, denn wir kommen später noch dazu. Ihr könnt das Gerät auch mit eurer App verbinden oder beziehungsweise mit der Akaso-App und dann könnt ihr nämlich auch das Gerät quasi aufstellen und aus der Ferne in Anführungsstrichen, also WLAN-Reichweite, dann mit eurer App entsprechend überwachen oder Aufzeichnungen starten und so weiter und so fort. Das fand ich dann irgendwie schon wieder ganz cool. Gut, gucken wir rein. Also wir haben einmal ein kleines Mikrofaser-Poliertuch. Wir haben eine Bedienungsanleitung, die vermutlich nicht auf Deutsch ist. Genau, die ist auf Englisch, wobei eigentlich die Einstellungen, beziehungsweise man muss gar nicht viele Einstellungen machen, die meisten Dinge erklären sich eigentlich von selbst. Ein kleines Silikongel oder Silikatgel. So, dann haben wir hier einen Tragegurt, um das Paket auch transportieren zu können. Das gehört im Zweifel hier an die Box. Ihr könnt es natürlich auch an das Nachtsichtgerät an sich machen. Wir haben hier einen USB-A, USB-C-Stecker. Das wird vermutlich zum Aufladen bzw. zum Datentransfer sein. So, dann haben wir hier die beiden Akkus. Das sind proprietäre Akkus, zumindest kommt mir das Format jetzt nicht unbedingt bekannt vor. 3250 mAh, ein Akku soll für 4 Stunden reichen, sprich ihr könnt dann insgesamt 8 Stunden mit dem Gerät unterwegs sein. Das sollte so für die Nacht ja auch halbwegs ausreichen. Dann haben wir hier das Seymour 200, also das ist das Gerät, über das wir hier sprechen wollen, und ich würde sagen, im nächsten Schritt gucken wir uns das dann einmal im Detail an. Ja, das ist natürlich Hartplastik hier und hier im Bereich des Gesichtes oder beziehungsweise da, wo es aufs Gesicht aufgesetzt wird, ist es gummiert. Fühlt sich aber trotzdem in Ordnung an und ist vor allen Dingen in dem Gesichtsbereich auch so weich, dass man es schön an den Kopf herandrücken kann, um nicht noch störendes Licht rechts und links zu haben. Ansonsten hier vorne die beiden Linsen, die dann das Sehen ermöglichen sozusagen. Einmal mit Fokus und logischerweise die Nachtsichtlinse dann ohne. Hier auf der Unterseite und auch auf der Oberseite habt ihr noch Anschlüsse für ein Stativ. Hier ist dann der Port, beziehungsweise hier drunter verbirgt sich der USB-C-Port und auch der Micro-SD-Kartenslot, sodass ihr hier die Speicherkarte einführen könnt, aber auch hier die Ladefunktion aktivieren könnt. Hier unten drunter unter dieser Klappe ist dann der Akku, also zumindest einer von den beiden. Ich mache es mal auf. Hier ist jetzt, wie ihr sehen könnt, noch kein Akku drin. Machen wir dann nachher rein, aber vom Grundsatz her einfach einlegen und dann ist es das auch schon gewesen. So, schauen wir nochmal weiter. Das hier einmal zugeklipst. Hier an den Seiten dann noch Halterungen, wo ihr, wie gesagt, ein Band, was ihr euch um den Hals legen könnt und so weiter anschließen könnt. Das sollte man natürlich auch tun, wenn man es nicht auf dem Stativ aufsetzt. Hier oben, ich vermute, das ist ein Blitzlichtschuh, den man dann auch noch verwenden kann. Und dann, wie gesagt, auf der Oberseite halt eben auch noch der Gewindeanschluss für ein Stativ. Ansonsten haben wir hier die Bedienelemente auf der Oberseite, ein Ausschalter, die IR-Stufen und Zoom könnt ihr durchfahren, einmal Mode, dann das Menü und Shot. Über Shot löst ihr logischerweise Foto oder Video aus. Ihr könnt hier halt ein Foto aufzeichnen und auch ein Video. Von der Größe her ist das Ding recht kompakt, also nicht größer als meine Hand und wiegt auch nicht viel. Also gerade wenn ihr mobil mal unterwegs sein sollt, macht das durchaus Sinn.
So, jetzt habe ich euch vorhin gesagt, wir haben auch eine App und das ist die Acaso Aura App. Die ist vom Funktionsumfang her, ich will mal sagen, ist das nicht sonderlich groß, aber es ist halt funktional. Also ihr seht jetzt hier, dass wir zum Beispiel ein Foto auslösen können, als auch wir können ein Video starten. Und das mit einer WLAN-Reichweite von 2,4 GHz. Das ist natürlich ganz cool, wenn ihr das Acaso irgendwo hinstellt und dann von da aus beziehungsweise von eurem Zelt oder ähnliches aus die Aufnahme starten könnt. Ihr könnt hier auch noch die Firmware aktualisieren und ihr könnt auch auf die Aufnahmen, die auf der Speicherkarte gesichert sind, zugreifen und diese auf euer Handy runterladen. Also ihr müsst nicht immer nach Hause gehen und dann die Speicherkarte in euren PC und dann, sondern ihr könnt es halt direkt aus der App heraus machen. Und euch da natürlich die nicht nur herunterladen, muss man ehrlicherweise sagen, sondern ihr seht es hier natürlich auch die Videos dann entsprechend angucken oder auch löschen, wenn es halt eben nichts geworden ist. Finde ich persönlich ganz cool, ist sehr rudimentär natürlich noch, die App, da kann man sicherlich noch mehr draus machen, aber für den Start ist es auf jeden Fall so als Fernbedienung sozusagen, denke ich schon, in Ordnung. Ansonsten bedient ihr das Gerät halt eben neben der App sozusagen natürlich über die Knöpfe, die ihr oben drauf vorhin schon gesehen habt. Ansonsten sehen wir jetzt hier einmal das Display, welches quasi verbaut ist, sage ich jetzt mal, wodurch ihr halt auch das Bild sehen könnt, aber natürlich auch das Menü und ähnliches. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier halbwegs mit dem Autofokus. Ich habe da ein bisschen die Befürchtung, dass das nicht immer klappen wird, werdet ihr gleich sehen. Hier ist es übrigens noch nicht ganz sauber übersetzt. Das wird sicherlich noch nachgeholt mit den späteren Firmware-Versionen. Dann seht ihr hier die Systemeinstellungen. So, ich hoffe, das stellt jetzt hier irgendwie scharf. Jetzt geht's halbwegs. Und dann könnt ihr halt hier mit den Knöpfen oben auf dem Gerät durch das Menü hindurch skippen. Beziehungsweise flippen, so wollte ich sagen, sodass ihr dann hier die Einstellung vornehmen könnt. Das ist nicht viel, was ihr einstellen müsst. Ihr müsst halt Auflösung einstellen, die Aufnahmedauer, könnt ihr auch in das Menü beziehungsweise in eure Aufnahmen reingehen. Auch das funktioniert. Also insofern, da sind ein paar rudimentäre Einstellungen vorzunehmen, aber nicht wirklich viel. Hier könnt ihr den Wi-Fi-Hotspot aktivieren. Ihr könnt, wenn ihr eine Schleifenaufnahme macht, dass wenn die Speicherkarte voll ist, automatisch wieder neu startet und so weiter und so fort. Aber wenn das einmal eingestellt ist, dann funktioniert das eigentlich auch ohne Probleme, beziehungsweise habt ihr dann die Möglichkeit, hier halt eben die Sachen auch wirklich schnell einzustellen, falls ihr mal was umstellen wollt. Das Menü ist nicht so super komplex aufgebaut, von daher, das geht schon ganz easy. Ansonsten auf der Oberseite dann logischerweise die Menüknöpfe bzw. die Buttons, um nicht nur das Menü zu bedienen, wie hier zum Beispiel jetzt ein Foto auszulösen und oder auch zu wechseln zwischen den Modi, also sprich Video und Foto. Das geht alles über die Menüknöpfe oben. Aber ihr habt natürlich da auch die Umstellung zwischen den Modi, ob ihr Full Color Mode nutzen wollt oder den Infrarot-Modus. Ihr könnt den Zoom hier regulieren und so weiter und so fort. Also die Bedienung ist wirklich sehr, sehr einfach, wenn man es denn einmal raus hat. Am Anfang muss man sich ein kleines bisschen an die Knöpfe gewöhnen. So, jetzt haben wir viel Theorie geguckt, jetzt gucken wir mal drauf, was das Ding denn kann. Das hier ist unser Innenhof, es ist abends, das Ding ist stockfinster. Im Hintergrund sind ein paar Lichter zu sehen, wir haben oben den Mond, der ist, aber ich kann im Innenhof quasi nichts erkennen, es ist stockfinster, weil halt eben bis auf diesen kleinen Punkt in der Mitte, das ist so eine kleine Tischleuchte, die da steht, die über Solar geladen wird. Ansonsten ist da wirklich nichts zu erkennen. Jetzt gucken wir mal, was passiert denn, wenn wir mit dem Acaso C-More 200 drauf gucken. Und ich kann nur sagen, wir starten mal mit dem Farbmodus, weil das finde ich wirklich faszinierend. So sieht der Innenhof zur gleichen Uhrzeit mit der gleichen Sicht auf den Innenhof sozusagen aus, wenn ihr mit dem C-More 200 drauf guckt mit Full Color Mode. Und da würde ich sagen, das ist schon faszinierend, denn ihr erkennt hier natürlich alle Farben und so weiter und so fort. Klar, das Bild rauscht ein bisschen, das ist, denke ich, deutlich sichtbar auch, aber ihr erkennt halt trotzdem alles, als wenn es früher Abend wäre. Und das finde ich wirklich völlig faszinierend. Es sieht hier wirklich aus, als ob es früher Abend wäre und ich verspreche euch, dass wir nicht ein Bild aus der Nacht genommen haben, sondern quasi das zum gleichen Zeitpunkt aufgenommen haben. Das ist wirklich schon faszinierend, finde ich richtig, richtig cool. Das Rauschen wird sicherlich in Zukunft vielleicht noch ein bisschen durch Softwareoptimierung rausgehen. Wenn ihr es schärfer haben wollt, dann geht ihr halt eben auf den ER-Mode und hier seht ihr schon, das Bild ist natürlich deutlich schärfer als in dem Full-Color-Mode, aber ihr habt halt eben keine Farben. Man kann sich da so ein bisschen entscheiden. Die Modi könnt ihr auch ganz schnell hin und her switchen. Das geht super schnell. Wenn ihr also sehr scharfe Aufnahmen haben wollt, dann ist es sicherlich hier dieser Schwarz-Weiß-Modus. Wenn ihr aber Farben und so weiter haben wollt und ein bisschen auf das Rauschen oder beziehungsweise das Rauschen egal ist, dann habt ihr den Full-Color-Mode richtig gut.
So, und damit ihr nicht nur unseren Garten seht, sondern auch mal ein bisschen was, ich sag mal Outdoor, bin ich nochmal bei uns in den Park gefahren und habe hier bei wirklich stockfinsterer Nacht noch einmal den See gefilmt. Hier seht ihr dann also den Full-Color-Mode auch noch einmal im Einsatz quasi im Wildlife, in Anführungsstrichen natürlich, soweit man das hier für einen Kölner See dann auch sagen kann. Ja, damit sind wir durch mit unserem kleinen Video zum Akaso C-More 200, ein Nachtsichtgerät, ein smartes Nachtsichtgerät, welches mit Farbsicht daherkommt. Verarbeitungsqualität ist für meine Begriffe in Ordnung, ist nicht besonders hochwertig, aber ist in Ordnung. Ihr könnt hier alles verstellen, habt ihr an den Seiten noch Schlaufen, um dann eben das euch auch umhängen zu können. Ihr habt die Stativgewinde mit dabei, sodass ihr es aufstellen könnt. All das ist möglich und das ist auch klug und durchdacht, dass das mit eingebaut wurde. Bedienung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig durch die 6 Knöpfe. Aber am Ende, wenn ihr es einmal raus habt, geht es eigentlich sehr einfach. 3 Finger links, 3 Finger rechts und ihr könnt eigentlich alles bedienen, was ihr müsst. Das geht dann am Ende super einfach. Gerade wenn ihr dann Aufnahmen starten wollt und so weiter, dann ist das wirklich super easy gemacht. Menüführung quasi gar nicht notwendig. Gibt natürlich ein kleines Menü, ist einfach aufgebaut. Die Erklärungen sind relativ easy, sodass ihr da einmal eingestellt habt, dann könnt ihr loslegen. Das ist aus meiner Sicht alles über jeden Zweifel erhaben. Ja, wir haben die 2 Modi, wir haben den Full-Color-Mode und den IR-Mode, also sprich Infrared oder beziehungsweise Infrarot-Modus und den Full-Color-Mode. Ihr habt noch einen Zoom mit dabei, einen digitalen. Hier vorne ist dann die Bildqualität, die hier raus, beziehungsweise erstmal das Bild, was reingeht und das, was rauskommt, habt ihr vorhin gesehen. Ich finde es persönlich faszinierend, gerade den Full-Color-Mode. Der ist natürlich da ist ein bisschen Bildrauschen mit drin, aber dass ihr bei völliger Dunkelheit solche Farben bei uns hier im Innenhof erkennen könnt. Richtig, richtig cool aus meiner Sicht. Die App ist natürlich mehr eine Fernsteuerung, das ist keine richtige App, aber gerade wenn ihr das vielleicht ein bisschen entfernt aufstellt und zwischendurch immer mal auslösen wollt, wenn ihr Tiere oder ähnliches fotografiert, macht es natürlich total Sinn, da eine App noch mit dabei zu haben. Der Akku, habe ich vorhin schon gesagt, 3250 mAh. Ich bin tatsächlich auf knapp 3 Stunden 30, sowas, 3 Stunden 40 gekommen pro Akku, sodass ihr in Summe auf 7 Stunden kommt. Sollte nach meinem persönlichen Befinden ausreichen. Ihr könnt ansonsten ja auch immer noch nachladen. Dadurch, dass es USB-C ist, einfach eine Powerbank mitnehmen und schon funktioniert das Ganze. Die Speicherkarte lässt sich natürlich, oder beziehungsweise der Speicher lässt sich schier unbegrenzt. Ich glaube, das Limit ist 512 GB. Erweitern, wer braucht so viel, aber für eine Nacht, denn danach könnt ihr es schon wieder runterziehen. Ja, insgesamt, wenn ihr dafür einen Anwendungszweck habt, und das ist natürlich die Voraussetzung, dass ihr ein Nachtsichtgerät benötigt, ist es auf jeden Fall eine coole Lösung. Es ist smart, es hat den Full-Color-Mode mit an Bord. Ich finde es sehr interessant, auch wenn ich sonst nichts mit Nachtsichtgeräten zu tun habe, fand ich die Leistung schon beeindruckend. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich versuche alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende, wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.